Eine Burg wie aus dem Bilderbuch, schlafen wie Ritter und Edelleute. Wir gehen 36 Meter in die Tiefe und steigen in luftige Höhen. Wir machen epische Fotos und Drohnenaufnahmen, begeben uns auf eine Fackelwanderung und lassen uns auf einer Gala verzaubern. All das hier History auf der Fototour in der Fränkischen Schweiz. Los geht's! Na, servus und herzlich willkommen auf dieser Etappe der Burgenstraße. 7. Etappe, um genau zu sein. Und der ein oder andere mag schon erkennen, die charakteristischen Felsformationen, die Aussichtspunkte, die Fachwerkhäuser. Wir sind einer der ältesten Urlaubsregionen in Deutschland unterwegs. Den Eigennamen hat sie bekommen durch ihr Aussehen in der Fränkischen Schweiz. Wir knöpfen uns die ganze Region vor und schauen, was die Fränkische Schweiz, geprägt von Kalk- und Dolomitfelsen des Weißen Jura, hierzu zu bieten hat. Der Tourismus in der Fränkischen Schweiz begann übrigens in Muggendorf zu Anfang des 19. Jahrhunderts. Im benachbarten Streitberg wurden Molkekuren angeboten. Wer das schon mal gemacht hat, schreibt es in die Kommentare, ich noch nicht. Die touristischen Impulse gingen aber von den Höhlen hier in der Region aus. Es gibt viele Burgen, viele Schlösser, tolle Aussichtspunkte. Das Walberle ist auch sehr bekannt dafür, mit einer Kapelle obendrauf, ein toller Fotospot. Und wir werden hier in der Region auch tolle Fotos machen, viel entdecken, Geschichtliches und Historisches natürlich auch. Und wenn ihr wissen wollt, was die Burgenstraße ist, verlinke ich euch das erste Video, den Auftakt in Bayreuth, in der Videobeschreibung. In Sichtweite kommt das Schloss Greifenstein hier in Heiligenstadt in Oberfranken. Eigentümer des Schlosses sind seit 1691 die Grafen von Stauffenberg. Wer die Burg ursprünglich gebaut hat, ist nicht bekannt. Im Jahre 1172 wurde sie aber zum ersten Mal unter dem Namen mit Eberhard de Griefenstein erwähnt, aus dem Geschlecht der Schlüsselberger, und die waren auch bis zu ihrem Aussterben 1347 die Schlossherren. Im Jahre 1691 hielt Marquard Sebastian Schenk von Stauffenberg die Burg Greifenstein für seine Verdienste um das Bistum in Bamberg mit dem Recht auf Übertragung auf Blutsverwandte. Im Jahre 1691 bis 1693 ließ er die Burg renovieren und in ein Barockschloss umwandeln. Zu der Familie von Stauffenberg gehörten auch zwei Brüder, Berthold und Oberst Klaus Schenk Graf von Stauffenberg, der das Attentat am 20. Juli 1944 auf Hitler verübte. Die Brüder waren Neffen des Eigentümers von Greifenstein, des Grafen Otto Philipp Schenk von Stauffenberg. Nach dem Attentat sollte auf Anordnung des Bayreuther Gauleiters Fritz Wächtler das Schloss niedergebrannt werden. Der Polizeichef von Nürnberg und Leiter der Gestapo, Benno Martin, verhinderte dies aber. Am 21. Juli 1944 wurde Greifenstein von einem Sonderkommando der Gestapo besetzt. Am 23. Juli wurde der 84-jährige Graf auf Anordnung Heinrichs Himmlers in Sippenhaft genommen und in das Bamberger Gerichtsgefängnis eingeliefert. Von dort wurde er nach Würzburg verlegt und starb dort am 9. November 1944 an den Folgen der Haft. Hier auf dem Schloss könnt ihr lebendige Geschichte erleben. Ihr seht hier die Infotafel mit Führungen und die Öffnungszeiten, wann ihr das Schloss besichtigen könnt. Ihr seht auch unter anderem große Sammlungen an Jagdwaffen, Trophäen, die Schlosskapelle, originale Möbel. Und viele Ausstellungsstücke zeigen die Bedeutsamkeit der Jagd und der Wilderei in früheren Zeiten sowie das Leben der Familie. So schnell geht es auf der Burgenstraße ein paar Kilometer weiter und wir befinden uns in Aufsess, in der Gemeinde Aufsess. Und Aufsess begrüßt Sie recht herzlich und wir freuen uns, dass wir da sind. Und ihr seht es auch, Weltrekord 2000, größte Brauereidichte. Denn Aufsess ist bekannt für 4 Brauereien auf ca. 1500 Einwohner. Aufsess genau hat 1317 Einwohner und wir haben uns schon eingedeckt mit einem guten Katibräu. Und das lassen wir uns mal schmecken. Zum Wohl. Das ist sehr gut und jetzt schauen wir uns Aufsess an. Wir als Nürnberger kennen vielleicht den Namen Aufsess. Ein bekannter Aufsetzplatz ist in Nürnberg. Hans von und zu Aufsess, der Gründer des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg, ist der bekannteste Aufsesser. Und für alle Familien natürlich, auch damals hier auf der Burg gab es eine große Familiengeschichte, eine Familientragödie. 2 Brüder haben sich verstritten, Friedrich und Karl Heinrich. Karl Heinrich hatte dann irgendwann die Nase voll seinem Bruder und ist gegangen auf eine ehemalige Schafshut und hat Schloss Oberaufsess da gegründet und konnte dann immer auf seinen Bruder Friedrich gucken und feststellen, Mensch, du bist ja ein Unteraufsess, und so entstanden auch die Namen der Schlösser Ober- und Unteraufsess.
Hier in der privaten Familienkapelle auf dem Schloss Aufsetz gibt es viele tolle Sachen zu bestaunen. Unter anderem eine Unmenge Anzahl an Wappen, mindestens 167 sollen es sein. Ich habe es nicht nachgezählt. Das sind alles Familienangehörige, die sich in die Familie quasi mit eingeheiratet haben. Es gibt eine Originalorgel aus dem Jahr 1640, der Altar aus der Spätgotik, Jahr 1520 ungefähr. Und ihr seht hier auch das Wappen der Familie von Aufseß. 2 blaue Balken mit einer roten Rose und dazu erzähle ich euch jetzt eine Geschichte. Eine Legende zu dem Wappen der Familie erzählt, dass nach einem bestandenen Turnier ein Edelfräulein dem siegreichen Ritter von Aufseß vom Balkon aus eine rote Rose auf sein Schild geworfen haben soll. Seither ist das Wappen oben und unten blau und in der Mitte silber mit der roten Rose in der Mitte. An dem Altar hier, mehrere Jahrhunderte alt, könnt ihr tolle Kunstwerke bestaunen, unter anderem den Höllenschlund. Da werden die Mönche in die Hölle geschickt, die Menschen stehen Schlange am Paradies. Hier oben das Martyrium der 10.000. Vielleicht hat sich der Künstler dieses Altars, Albrecht Dürer, hier zum Vorbild genommen. Hier das Original Dürer-Bild, das ganze Original halt ein Ausdruck. Und hier Jesus Christus, der Erlöser, auch von Albrecht Dürer. Und der Altar ist genauso sehenswert. In Bamberg sind wir schon über die heilige Kunigunda und den heiligen Heinrich gestoßen. Und ihr seht sie hier auch auf der Burg. Und der Sage nach soll Heinrich von Ufazi zusammen mit König Heinrich, dem späteren Kaiser Heinrich II., ins Frankenland gezogen sein. Tatsächlich gründete König Heinrich im November 1007 das Bistum Bamberg und die Burg Aufseß war möglicherweise ein Teil des Schutzgürtels, das das junge Bistum gegen die Einfälle aus dem Osten schützen sollte. Hans von Aufseß, der Freiherr und Burgherr, hat sich Gedanken gemacht mit 40 Jahren, wie er denn gerne bestattet werden möchte und hat sich überlegt, vielleicht wäre das ein schöner Platz. Er hat sich aber dann später anders überlegt, weil 1871 wurde er dann drüben in der Kirche bestattet. Natürlich hat auch diese Burg hier ein Verlies. Wir sind hier im Türmchen und dort geht es nach unten. Und die Gefangenen auf der Burg Aufseß wurden übrigens pfleglich behandelt. Sie wurden dahin nicht hinuntergeschmissen oder gestoßen, die 3-4 Meter, sondern an Seilen heruntergelassen. Hier an dem charakteristischen Felsen der Fränkischen Schweiz thront die Burg Unteraufseß. Aufseß übrigens, der Name kommt von Burg oben, also auf dem Hügel, sage ich jetzt mal so. Und dort, der kleine Weg mit der Tür, da konnten dann die Oberaufsesser in den Schlosshof gelangen und ihren eigenen Eingang in der Kapelle aufsuchen. Und die Oberaufsesser wurden natürlich damals beim Gottesdienst nicht sonderlich freundlich empfangen. Wenn sie durch den Haupteingang in die Kirche wollten, wurden sie natürlich entsprechend beschimpft. Sie hatten natürlich auch Geld und konnten bei der Kirche hier 2 Eingänge hinten schaffen und dann konnten sie ohne Beschimpfungen die Kirche betreten und ihre eigene Loge besuchen. Hier in der Kirche gibt es was Besonderes wegen den zerstrittenen Familien. 2 Logen, die eine ist hier. Hier saßen die katholischen Unteraufsesser und dort saßen die protestantischen Oberaufsesser. Natürlich gab es auch kleine Spitzen gegen die verfeindeten Familienmitglieder. Die katholischen hier mussten ständig hier oben auf den protestantischen Pfarrer sehen. Bei einer Führung hier auf der Burg könnt ihr natürlich auch den Ahnensaal besichtigen, in dem wir uns jetzt befinden. Ihr seht hier die Gemälde der Aufsesser. Hans von Aufseß, gemalt von Karl Boch. Otto, der Erstgeborene von Hans von Aufseß, dann die Frau von Aufseß und die Eltern von Hans von Aufseß. Die Aufsesser mittlerweile sind natürlich wieder versöhnt. Auf dem Balkon am Schloss. Hans von Aufseß liebte es, am Morgen seinen Kaffee zu trinken. Und mit dieser Aussicht kann ich es aber gut nachvollziehen, warum er diesen Balkon angefertigt hat.
Die Burgruine Weichenfeld ist eine Ruine einer Felsenburg. Erste Hinweise auf eine Burg im Ort stammen aus dem Jahr 1079, als mit Wirin von Weichenfeld ein Mitglied einer bedeutenden Adelsfamilie urkundlich erwähnt wurde. Die Weichenfelder waren übrigens verwandt mit der Dynastenfamilie der Herren von Aufseß. Dort seht ihr den steinernen Beutel, der letzte Rest der Burg Weichenfeld. Und dann machen wir jetzt ein richtig schönes Foto. Burg und Stadt Weichenfeld kamen 1348 in Besitz des Bistums Bamberg. 1430 wurde die Burg während der Hussitenkriege stark beschädigt, anschließend vom Bistum wiederholt an Adlige verpfändet. Eine weitere Zerstörung erfuhr die Burg im Zweiten Markgrafenkrieg. Hierbei wurde die Burg dreimal von den markgräflichen Truppen eingenommen und nach der Plünderung am 7. Juni 1553 komplett niedergebrannt. Die Ruine wurde 1889 endgültig abgebrochen. Im Oberamtsschloss, dem einzigen noch erhaltenen Gebäude hier auf der Burganlage, gibt es auch die Burgschenke, leider momentan ohne Pächter. Wenn ihr Bock habt, Pächter zu sein, wäre das hier was für euch. Ihr habt hier noch die schöne Zapfanlage, da könnt ihr jetzt ordentlich euer Helles zapfen. Der Burghof und die Aussichtsplattform sind übrigens auch noch zugänglich. Die Höhenburg, in der wir uns jetzt befinden, wurde 1122 erstmals urkundlich erwähnt, als Urs übrigens erwähnt, das finde ich sehr lustig, das Wort. Nach dem Tode von Ulrich von Weichenfeld ging die Burg 1216 am Eberhard III. Von Greifenstein. Die Burg bietet auch Heimat für verschiedene Vereine, unter anderem das Jagdzentrum Oberfranken. Hier könnt ihr euch ausbilden lassen bis zum Revierhegemeister. Und ich drücke die Schulbank. Ihr seht mich hier sitzen und ich habe spannende Dinge gelernt. Übrigens, das Mauswiesel ist das kleinste Landraubtier und hat sogar als Beute ein Kaninchen, obwohl der vielleicht bloß 12 cm groß ist. Und Eulen und Käuze fliegen übrigens nachts so leise, weil sie ein extrem weiches Gefieder haben. Angekommen im Ahorntal, hinter mir seht ihr Burg Rabenstein, eine hochmittelalterliche Adelsburg. Die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Im Inneren befindet sich heute ein Hotel, die Sophienhöhle ist nicht weit, es gibt eine Falknerei und ich denke, da ist einiges geboten. Auf der Burg Rabenstein kann man lebendige Geschichte erleben und was genau, verrät euch der Herr zu meiner Linken. Ich darf hier die Gäste begrüßen in unserem Kaminzimmer. In früheren Zeiten war hier eine Felsenburg. Die baute mein Eschwin von Rabenstein und deswegen auch der Name noch. Und deswegen auch noch der Kolkrabe als Wappentier. Dieser Raum ist heute ein Empfangsbereich für unsere Gäste. Wo früher Stallungen waren, begrüßen wir heute eben die Gäste für Events und auch Gäste, die übernachten. Das ist der abendliche Aufenthaltsraum und heute spricht man eben hier von der Lounge. Und wenn es zu kalt wird, gibt es auch hier ein Kaminfeuer. Letztendlich ist Rabenstein heute ein Schlossensemble und bei den Führungen kann man jeden Raum besuchen. Jeder Raum schaut anders aus, denn jeder Raum wurde in verschiedenen Jahrhunderten eben gebaut und das kann man bei einem Rundgang hier hautnah erleben. Und so werden wir jetzt ein bisschen weiterschreiten durch diese Türe. Das machen wir jetzt. 1349 übernahmen die Burggrafen von Nürnberg die Burg Rabenstein und die dazugehörigen Ländereien. In den folgenden Jahren wurde die Burg mehrfach zerstört und immer wieder aufgebaut. Wie schon aus erster Hand erfahren, könnt ihr auf der Burg lebendige Geschichte erleben. Hier seht ihr die alte Küche und das hier ist übrigens die Original-Deckenhöhe auf der Burg damals. Also nichts für große Ritter.
Hier auf der Burg könnt ihr natürlich auch heiraten. Es gibt einen großen Festsaal und da seht ihr ein Muster, wie es für euch gedeckt werden kann. 1557 kehrten die Rabensteiner auf ihre Stammburg hier zurück und Daniel von Rabenstein errichtete 1570 eine Renaissance-Flügelanlage. Der schlossähnliche Burg galt damals als größte in der fränkischen Schweiz. Im Dreißigjährigen Krieg wurde aber die Burg fast vollständig zerstört und verblieb über etliche Jahre im ruinenhaften Zustand. Mit dem Tod von Peter Johann Albrecht im Jahre 1742 erlosch schließlich das Geschlecht der Rabensteiner. Hier kennt ihr übrigens noch im ehemaligen Wohnzimmer einen Originalkamin aus der damaligen Zeit. Den Kachelofen errichteten damals die Grafen von Schönborn-Wiesenheid, die die Burgruine 1829/1830 für den Königsbesuch von Ludwig I., dem bayerischen König, umgestalteten, und bis 1975 verblieb die Burg mit ihren Ländereien im Besitz der Grafen von Schönborn. Seit dem Jahr 2004 ist die Burg Rabenstein ein Hotel und in der Hand der Burg Rabenstein Event GmbH. Die Burg wurde 1970 durch umfangreiche Renovierungen wieder mit Leben erfüllt. Heute lädt euch das Premium-Partnerhotel der Burgenstraße ein, wie ein Ritter oder wie Edelleute sich zu fühlen. Das Programm hier auf der Burg seht ihr natürlich auch im Internet und es ist ein ausgewähltes Sightseeing-Hotel hier in Bayern. Sightseeing bedeutet, das Sightseeing beginnt schon beim Aufwachen. Und was Sightseeing jetzt genau ist, das schauen wir uns in Zimmer 401 an. Da schlafen wir wie ein Freiherr und jetzt gucken wir da mal rein. Das vielfältige kulinarische und kulturelle Programm auf der Burg Rabenstein reicht von Burg- und Höhlenkonzerten über Krimi- und Gruseldinner, Wildschwein vom Spieß und Whisky-Tastings bis hin zum großen Mittelaltermarkt zweimal im Jahr. Die Höhlenillumination Sophie at Night mit dem anschließenden Burgmenü verzaubert ihre Besucher auf besondere Weise. Auch die Silvesterfeier mit großem Barockfeuerwerk vor der Burg ist ein einzigartiges Jahreshighlight. Das Doppelzimmer habt ihr jetzt gesehen, aber es gibt natürlich auf der Burg noch eine Suite, da kann man schlafen wie ein König. Zimmer 307 und da gucken wir jetzt mal rein. Seid gespannt. In der Suite schön gemütlich hier in dem bequemen Sessel. Liken, kommentieren, abonnieren und Glocke aktivieren, würde mich freuen. Und wenn ihr euch auch mal königlich fühlen wollt, Burg Rabenstein, Premium-Partner, Infos dazu blende ich euch ein. Eine Übernachtung kann ich euch empfehlen. Ihr seht mich jetzt hier Pause machen mit dem Glühwein, fast Pause machen hätte ich gesagt. Das ist übrigens der erste Glühwein in dem Jahr und eine der regelmäßigen Veranstaltungen auf der Burg Rabenstein ist Sophie at Night. Das heißt, es geht in die Höhle, in die Sophienhöhle. Die wird schön mit Licht bestrahlt und es gibt eine tolle Musik. Anschließend geht es in die Burg zum Abendessen. Also ein Höhlenbär, der war nicht ganz allein. Lud sich zum Event heute die ganzen Gäste ein. Wir sind nun in der Sophienhöhle 1833 bei Grabungen entdeckt, 1834 als Schauhöhle der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Sie gilt als eine der schönsten Schauhöhlen in Deutschland. 1971 wurde sie elektrifiziert, das heißt, ihr könnt hier schön durch die Höhle gehen und die wird auch bunt beleuchtet bei verschiedenen Events hier in der Sophienhöhle. Es gibt hier verschiedene große Tropfsteine zu sehen, die teilweise mehrere Jahrtausende alt sind. Die Sophienhöhle selber unterscheidet sich mit 3 Höhlen. Einmal ist das Ahornloch, einmal die Hirschhöhle und einmal die Klaussteinhöhle zu sehen. Die Führungen in der Sophienhöhle gehen über gut befestigte Wege und Treppen. Eine Führung dauert ca. 40 Minuten. Und jetzt müssen wir uns beeilen, weil die Führung geht los und wir schließen uns an.
Mr. Schneemann, der Höhlenforscher. Ihr seht mich mit der Fackel. Jetzt geht es zurück von der Höhle zur Burg. Die Burg Pottenstein hinter mir ist eine der ältesten Burgen und vielleicht auch eine der bekanntesten Burgen in der fränkischen Schweiz. Sie ist in privater Hand. Die Familie von Wintzigerode führt dort die Burg und wohnt auch auf dieser Burg und hat ein Museum, das ihr besichtigen könnt. Ihr seht jetzt hier, meine Kamera habe ich schon positioniert, ein klassischer Schneemann, mal wieder auf den Boden gelegt und wir fotografieren da ein bisschen durch die Bäume durch und nehmen die Burg auf. Und dann geht es weiter, dann fahren wir da hoch zum Parkplatz Himmelsleiter. Und da ist der Name Programm, da schicken wir mal die Drohne nach oben und gucken uns die Burg von oben an. Vermutlich diente die Burg ursprünglich zur Sicherung des Gebietes zwischen Obermain und Pegnitz nach Südosten. Schwere Zerstörungen brachte der Zweite Markgrafenkrieg, in dem Albrecht Alcibiades, Markgraf von Brandenburg, Kulmbach und Bayreuth, zahlreiche Raubzüge und Plünderungen unternahm, die zur Zerstörung vieler Orte und Burgen im Reich, insbesondere hier in Franken, führten. Die Burg Pottenstein wurde am 18.05.1553 von den Truppen beschossen und eingenommen. Dem Besucher bietet sich eine gut erhaltene Burganlage des 16. Jahrhunderts mit mittelalterlicher Substanz und einen schönen Burggarten mit Ausblick über die Stadt und die Landschaft. Wir befinden uns nun in Gößweinstein. Gößweinstein ist die flächenmäßig größte Gemeinde im oberfränkischen Landkreis Forchheim. Etwa 4000 Einwohner hat Gößweinstein selber. Es hat nicht nur eine tolle Burg, sondern auch eine wunderschöne Basilika. Und vor der Basilika befinden wir uns jetzt. Balthasar Neumann hat diese Wallfahrtsbasilika erbaut. Basilika in Gößweinstein. Wer den Film aus Bamberg gesehen hat, der weiß, was das bedeutet. Das päpstliche Wappen, das päpstliche Signet, eine Basilika Minor. Es ist ein Wallfahrtsort hier mitten in der fränkischen Schweiz, der größte Dreifaltigkeits-Wallfahrtsort in Deutschland. Jährlich pilgern bis zu 140 Wallfahrtsgruppen hier hin. Gößweinstein mit der Basilika liegt auf einem markierten Jakobsweg und da schauen wir jetzt mal rein. Im Jahre 1071 soll auf dem Platz der Basilika eine Kapelle gestanden haben. Der Schlüsselberger Konrad I. und seine Gemahlin Kunigunde bauten 1240 die Kapelle in eine geräumige Kirche um, die zu Ehren der allerheiligsten Dreifaltigkeit geweiht wurde. Die mittelalterliche Kirche war aber bald den Ansturm der Wallfahrer nicht mehr gewachsen und wurde bereits in den Jahren 1593 und 94 um ca. 3 Meter erweitert. Diese Erweiterung war aber nicht mehr ausreichend. In der Kirche schien ein solches Gedränge geherrscht zu haben, dass etwa 1624, so wurde es berichtet, die Pilger den Taufstein umgestoßen hätten. Um dem Platzmangel entgegenzuwirken, erbaute man 1630 die Marienkapelle, daneben eine offene Holzkapelle. Auch Beichtstühle, ein Predigtstuhl mussten im Freien aufgestellt werden. Ein Neubau erschien dadurch dringend notwendig. 1683 kamen dann hoffnungweckende Signale vom Bamberger Bischof, die vermuten ließen, dass mit einem Neubau in Kürze begonnen werden konnte. Der Bau begann nach langen Verhandlungen, aber erst am 3. Juni 1730 wurde dann der Grundstein dafür gelegt. Wer dich, o Gößweinsteiner, baut, verbrauchte so manch Pfund Heller. Ein Spruch, Exitus Cantorum, ich lese es nach, von Victor von Scheffel 1859. Ob der Richard Wagner auch
den Spruch gelesen hat und vielleicht sich die Burg Gößweinstein deswegen als Vorbild für seinen Parsival genommen hat. Das ist mir nicht bekannt. Die Burg ist übrigens eine sogenannte Gipfelburg. Eine Gipfelburg ist der Unterschied zu einer Höhenburg, dass sie sich ganz oben auf einem Berg befindet. Heute beherbergt sie ein Museum und kann besichtigt werden. Gößewinestein oder Stein, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ist auf jeden Fall die erste urkundliche Erwähnung im Jahr 1076 belegt. Bischof Otto von Bamberg hat es als bambergerischen Besitz nachgewiesen in dieser Urkunde. 1348 bis 1780 war die Burg im Besitz des Vogteiamtes der Bischöfe von Bamberg. Gößweinstein hat auch ein Verlies. Und da gehen wir jetzt doch mal runter, hätte ich gesagt. Ich laufe wieder Treppenstufen für euch, ihr wisst, was das heißt. Hier in dem Verlies gab es kein Entkommen. Es ist unten schön beleuchtet, lebendige Geschichte auch hier auf dieser Burg. Es gibt hier 2 Kammern, oben in den Fels gehauen. Ich denke, es ist 1,80 Meter hoch und hier ist die Öffnung 50 auf 50 und dort wurden die Gefangenen nach unten gelassen. Keine Burg ohne Burgkapelle, in der befinden wir uns jetzt hier. Hier gibt es noch die Original-Sitzbänke, einen Stuhl, die Wandmalereien aus dem 15. Jahrhundert, der heilige Georg, der Drachentöter, Maria mit dem Kind, der heilige Florian, Beschützer vor Feuer und Blitzschlag, ein Uhrwerk. Dort hinten geht es noch in die Sakristei mit weiteren Anschauungsobjekten. Im romanischen Zimmer, in dem wir uns jetzt hier befinden, seht ihr, es ist eine Burg aus dem Bilderbuch. So stellt man sich irgendwie so eine alte Burg wirklich vor. Im Jahre 1525 kam es im Bauernkrieg zu Zerstörungen und anschließenden Wiederaufbau. Im Zweiten Markgrafenkrieg 1553 wurde die Burg ein weiteres Mal zerstört und danach wieder aufgebaut. Die Burg gelangte durch die Säkularisation des Hochstifts Bamberg 1803 in den bayerischen Staatsbesitz. Die Kemenate hier auf der Burg, wie aus dem Bilderbuch, aus einer Märchengeschichte. Der bayerische Staat übrigens verkaufte 1875 die Burg an Pauline Rabeneck, Gutsbesitzerswitwe vom Rittergut Asbach bei Uffenheim. 1890 erwarb Freiherr Edgar von Solem die Burg und gestaltete sie im neugotischen Stil. Gößweinstein in der Nacht ist natürlich auch ein sehenswertes Fotomotiv. Wir sind jetzt hier am Kreuzberg. Ihr seht Kamera auf dem Stativ. Basilika hinter mir, die Burg ist da. Das wird eine lange Belichtung im Baldmodus. Die Einstellungen blende ich euch ein und auch wie das epische Foto geworden ist. Die Fränkische Schweiz ist auch bekannt für ihre tollen Wanderwege hoch oben und wir sind jetzt hoch über der Wiesent und ihr seht hier auch ja, der weiße Jura, Fränkische Schweiz, den Karststein, der überall zu entdecken ist. Da wurden viele Schlösser und viele Burgen gebaut und da sind wir unterwegs und gucken viel an. Einen kurzen, aber knackigen Aufstieg später sind wir jetzt im Prinz-Ruprecht-Pavillon, ein schöner Holzpavillon, über Streitberg. Unten ist die Ortschaft Streitberg, dort hinten seht ihr die Burgruine Neideck.
Ein Wahrzeichen der Fränkischen Schweiz, und dort seht ihr die Reste der Streitburg. Da ist nicht mehr viel zu erkennen, die wurde mal als Steinbruch verwendet. Die Burgruine Neideck ist eine mittelalterliche Adelsburg über dem Dorf Streitberg. Durch ihre exponierte Lage hoch über den Tal der Wiesent, auch schön mit der Eisenbahnschiene und der Straße da unten, ist sie zum Wahrzeichen der Fränkischen Schweiz geworden. Die Burg wurde 1312 als Besitz der Edelfreien von Schlüsselberg erstmals urkundlich erwähnt. Seit 1312 befand sie sich im Besitz von Konrad II. Von Schlüsselberg, dem bedeutendsten und letzten Vertreter seines Geschlechts. Er baute Neideck zur Festung aus. Als Konrad von Schlüsselberg 1347 wegen Errichtung einer Mautstelle mit den Bischöfen von Würzburg und Bamberg sowie dem Burggrafen von Nürnberg in einer Fehde lag, wurde er von diesen angegriffen und besiegt. Konrad von Schlüsselberg fand am 14.09.1347 den Tod durch ein Steingeschloss und die Burg wurde zerstört. Nach Belagerung wurde die Neideck Amtssitz der Bischöfe von Bamberg. Nachdem die Burg den Bauernkrieg 1525 überstanden hatte, wurde sie im Zweiten Markgrafenkrieg 1553 durch die Söldner des Markgrafen Albrecht Eichsiebardes von Brandenburg-Kulmbach eingenommen und in Brand gesteckt. Seither ist sie eine Ruine. Bis ins frühe 19. Jahrhundert diente die Anlage den Bewohnern des Tals als Steinbruch. Der zunehmende Verfall der Burgreste veranlasste die Gemeinde Streitberg kurz nach dem Zweiten Weltkrieg zu ersten Erhaltungsmaßnahmen. 1996 begann der Landkreis Forchheim mit der umfassenden Sanierung der Ruine, die 2008 mit der Eröffnung des archäologischen Parks im Burgbereich abgeschlossen wurde. Die Burgruine Streitburg ist der Rest einer hochmittelalterlichen Adelsburg. Der genaue Zeitpunkt der Erbauung der mittelalterlichen Burg ist unbekannt. Als Erbauer kommen die Herren von Streitberg in Betracht, die die Burg 1120 errichtet haben dürften. Spätestens seit 1285 übten die Herren von Schlüsselberg die Lehnshoheit über die Burg aus. Während des Zweiten Markgrafenkrieges wurde sie 1553 erobert und zerstört. Seit 1803 ist sie im Besitz des Staates Bayern. Die Anlage wurde 1812 an die Gemeinde Streitberg verkauft. Von 1811 bis 1814 diente sie als Steinbruch und wurde dadurch fast vollständig abgerissen. Die Natur wird in der Fränkischen Schweiz groß geschrieben. Ihr könnt da viel Kanu fahren oder Kajak fahren an verschiedenen Flüssen. Und einer ist jetzt hier, das ist die Trubach. Die fließt ja so schön um eine Kurve herum, umsäumt von Bäumen, mit ein bisschen Herbstlaub obendran. Ich habe jetzt keinen ND-Filter mit dabei, aber dass hier ein bisschen dunkel ist, denke ich, ich kann auch eine Sekunde lang belichten. Das bedeutet, dass das Wasser schön glatt gezogen wird und mit etwas Glück spitzt vielleicht noch die ein oder andere Sonnenstrahlen oben durch das Blätterdickicht hindurch. Und direkt an der Trubach ist auch Egloffstein, und Egloffstein besitzt eine hochmittelalterliche Adelsburg. Die Spornburg befindet sich auf 443 Meter Höhe. Die Herren von Egloffstein sind urkundlich seit 1180 nachweisbar. Die Burg wurde zwar erst 1358 erwähnt, dürfte aber wesentlich älter sein. Während einer Fehde mit dem Bischof von Bamberg zog sich 1372 Götz von Egloffstein nach der Zerstörung seiner Burg Leinfels auf die Stammburg Egloffstein zurück. Damit diese nicht durch den Bischof von Bamberg belagert wurde, schloss man Götz von Egloffstein aber vom Familienverband aus. Im Laufe der Jahrhunderte erlebte die Burg viele Konflikte, unter anderem den Markgrafenkrieg, die Bauernkriege, die Landshuter Erbfolgekriege und natürlich auch den Dreißigjährigen Krieg. In dieser Zeit wurde die Burg immer wieder stark beschädigt, teilweise niedergebrannt, zerstört und aufgebaut. Die Burg befindet sich aber heute im Besitz der Herren von Egloffstein. Jabberdabadu, angekommen auf der Burg Feuerstein in Ebermannstadt. Die Burg Feuerstein ist keine mittelalterliche Burg, sondern eine relativ moderne Burg. Sie wurde erst 1941 gebaut, zu Zeiten des Dritten Reiches, und ist heute im Besitz des Bistums von Bamberg und eine katholische Begegnungsstätte und daher leider für Privatpersonen nicht zugänglich. Burg Feuerstein bei Ebermannstadt wurde 1941 von Oskar Vierling als Labor zur Forschung der Hochfrequenztechnik und Elektroakustik erbaut und bis 1945 von 250 Angestellten für die Forschung an Waffen- und Kommunikationstechnik im Rahmen der deutschen Kriegsrüstung des Zweiten Weltkriegs genutzt. Zum Kriegsende von amerikanischen Soldaten beschlagnahmt, wurde die Burg 1946 vom Erzbistum Bamberg unter der Leitung von Jupp Schneider gepachtet und 1949 erworben.
Seitdem dienen die Burg und das gesamte Areal als katholische Jugend- und Begegnungsstätte. Der Reiz der Burg geht nicht von einem mittelalterlichen Ursprung aus, sondern von der Baugeschichte in der Kriegszeit und ihrem jungen Alter. Heute präsentiert sich die Burg Feuerstein als modernes Jugendhaus in der Diözese Bamberg. Angekommen auf der letzten Etappe zum Eingangstor der Fränkischen Schweiz eigentlich. 32.000 Einwohner, Forchheim. Wir sind hier neben dem Saltorturm. Und jetzt schauen wir mal an, was Forchheim alles für uns zu bieten hat. Die Kaiserpfalz war eine wichtige Stadtburg der Bamberger Bischöfe und der Stadt. Die Burg wurde im späten 14. Jahrhundert errichtet. Nach einen umfangreichen archäologischen und bauhistorischen Untersuchungen gehört sie übrigens zu den besterforschten Anlagen dieser Zeit in Mitteleuropa. Kernstück der Anlage ist die sogenannte Große Kemenate. Der ehemalige Wohnbau ab 1391 im Osten der Burg wurde dieser errichtet. Dort ist eine aufwendige Steinkammer-Luftheizung erhalten. Die Burg beherbergt im heutigen Ostflügel das Pfalzmuseum und 3 Spezialmuseen. In der Burganlage sind wir jetzt im Eingangsbereich und dort ist ein großer Saal, da gibt es verschiedene Wechselausstellungen. Im Moment geht es um die Sprachen und über die Ortsnamen und die Spitznamen der Leute in der Region. Hier seht ihr die Staffelbrunzer. Wenn ihr meinen Kanal verfolgt, dann wisst ihr genau, wo die Staffelbrunzer beheimatet sind. Ich verrate es euch aber nochmal. Wildenberg, das Video verlinke ich euch. Und die Forchheimer haben auch einen schönen, lustigen Namen. Und zwar werden die nicht schmeichelhaft bezeichnet, und zwar als Mauerscheißer. Und das liegt daran, damals während einer Belagerung war ein Mann, ein Forchheimer, noch unterwegs und er wurde gut genährt und wurde dann quasi auf die Mauer nach oben geschickt, um den Belagerten zu zeigen, Mensch, es ist noch genug zu essen da. Und er hat so demonstriert, dass er sein großes Geschäft an der Mauer täglich verrichtet hat. Und so sind die Belagerten freigekommen, weil die Besatzer abrücken konnten und festgestellt haben, Mensch, das nützt alles gar nichts. Das Archäologische Staatszentrum München hat hier eine Außenstelle in Forchheim. Hier könnt ihr durch die Geschichte reisen, von der Alt- und Mittelsteinzeit über die Bronzezeit, Eisenzeit bis in die Jetztzeit. Und ihr seht spektakuläre Ausgrabungen hier. Gaben an die Götter vielleicht, ein Waffendepot gefunden in Forchheim-Serbach. Die Fränkische Schweiz steht auch für die Ehrenburg. Jetzt fragt ihr euch, was ist die Ehrenburg? Das ist das Walberler. Leider haben es mir nicht drauf geschafft, aber wir sehen hier ein schönes Modell hier in der Ausstellung. Hier könnt ihr auch die ersten keltischen Siedlungen sehen. Hier oben hat die Elite damals gewohnt, der Kelten, und hier wurden auch grausame Opferrituale ausgeführt. Dort an dieser Stelle, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, steht jetzt die Kapelle, ein beliebtes Fotomotiv. In Forchheim damals waren die Karolinger zu Hause und wir sind jetzt im Stadtmuseum und dort gibt es einiges an Geschichte zu sehen. Im Jahre 911 übrigens erlosch die Linie der Karolinger mit dem Tod Ludwigs und es wurde ein neuer König gesucht für das Ostfränkische Reich und es wurde damals Konrad I. zum König ernannt. Auf der Bastion Rote Mauer, damals die Stadtmauer um Forchheim, war 3,6 Kilometer. Jetzt sind noch 1,2 Kilometer erhalten und im ehemaligen Wassergraben könnt ihr die Mauer schön besichtigen und entlang spazieren.
1634 im Schultheißenbau des bischöflichen Schlosses. Wir sind jetzt hier im Erlebnismuseum Rote Mauer und hier ist Geschichte auch wieder mehr als lebendig. Ihr seht hier lebensgroße Figuren aus dem 30-jährigen Krieg mit verschiedenen Hörstationen. Dort bekommt ihr quasi die Sorgen und Nöte der Soldaten während dieser Zeit mit, auch natürlich der Frauen und der arbeitenden Bevölkerung zur damaligen Zeit. In Hollywood gibt es den Walk of Fame, in Forchheim gibt es den Walk of Beer und ihr seht mich an der Brauerei Hebedanz. Wenn ihr vom Neder zum Kellerwart lauft, übrigens habt ihr schon 2 der 5 Stationen vom Walk of Beer erfolgreich absolviert. Das Schöne ist, vor den Brauereien sind so Sterne abgebildet, die könnt ihr mit dem QR-Code und dem Smartphone quasi abscannen und dann bekommt ihr interessante Fakten, Anekdoten und Informationen zur Brauerei und zur Region der einzelnen Orte. Wir sind jetzt in der Martinskirche, das ist quasi eine Filiale zum Bamberger Dom, deswegen auch so prunkvoll. Der Altar dort hinten ist von 1835 und was mir hier sofort aufgefallen ist, dass sie extrem symmetrisch ist, nahezu 100%. Deswegen mache ich hier auch ein Foto und versuche die Symmetrie einzufangen. Die Kamera steht dort unten. Wir machen eine lange Belichtung, ich denke es werden so um die 30 Sekunden werden auf ISO 100, aber wie das Foto geworden ist und die Einstellungen seht ihr jetzt. Hinter mir seht ihr die Kameramühle, jetzt eine Event-Location, das Schiefe Haus genannt, ein toller Fotospot. Und dort seht ihr ein Gebäude, das erinnert mich stark an die Speicherstadt in Hamburg. Und hier gibt es also richtig tolle Fotospots für euch zu entdecken. Forchheim Rathaus, hier seht ihr im winterlichen Gewand. Momentan sieht es hier aber leider so aus. Hier unter mir hört ihr vielleicht die Wiesen plätschern. Dort seht ihr das alte Spital. Es wurde außerhalb der mittelalterlichen Stadtmauern gebaut. Forchheim war damals bekannt für seinen Wasserreichtum. Bei Belagerung war das natürlich strategisch wichtig für die Versorgung des Bamberger Stadtgebiets. Und durch die ganzen Menschen und Soldaten, die hier auf dem engsten Raum zusammenlebten, hat natürlich auch Forchheim der Ruf ereilt, dass sich hier schnell Krankheiten ausbreiten konnten. Und so entstand auch das allseits bekannte Sprichwort hier im Nürnberger und fränkischen Raum: Schaust aus wie der Tod von Forchheim. Das war sie nun, unsere Etappe, unsere epische Etappe durch die fränkische Schweiz. Ich hoffe, euch hat es auch so gut gefallen wie uns auf dieser Etappe. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei der Burgenstraße für die Unterstützung bei dem Video. Und Grüße und großes Danke gehen raus nach Aufsess zur Frau Kirschbaum, nach Weichenfeld zum Herrn Becker und zum Herrn Hoffmann, nach Rabenstein zur Frau Dess mit dem gesamten Team dort vor Ort, nach Gößmannstein zur Frau Leiritz, nach Forchheim zu Christel Traut. Und wenn euch das Video gefallen hat, liken, kommentieren, abonnieren und Glocke aktivieren. Teilt es gerne mit euren Freunden. Hier auf meinen Kopf klicken, dann könnt ihr mich abonnieren und dort blende ich euch die Playlist ein. Und falls ja, sehen wir uns bei der nächsten Station auf der Burgenstraße. Ein paar Kilometer weiter geht's nach Nürnberg. Macht's gut. Ciao.